Wir bauen eine Modellbahn von Null auf mit den Märklin Startpackungen und es hat sich einiges getan seit den letzten Episoden. Wir sind mittlerweile auf einer Grundbauplatte angekommen, haben mittlerweile ein Layout ausgelegt, einen Gleisplan, den ich als Spielanlage, zumindest jetzt für meine Vorstellungen, super finde. Und mit dem will ich jetzt einfach mal weiterbauen. Und ich hatte in der letzten Episode ein bisschen was gezeigt, so als Inspiration, was man so alles verbasteln kann, was man so alles von den verschiedenen Modellbau-Zubehörherstellern auch bekommt. Und jetzt ist meine Herausforderung in dieser Episode ein bisschen, dass ich mit verschiedenen Sachen nochmal hier das Ganze vorbereiten möchte, bevor ich alles dann verschraube. Wir haben unsere Weichen digitalisiert. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier die erste Weiche, oder fangen wir mit der ersten Weiche an. Die erste Weiche digitalisiert, das ist die hier vorne an der Seite. Könnt ihr hier sehen, also da kann meine Dampflokomotive jetzt entweder in den inneren Kreis reinfahren oder in den äußeren. Ich habe meine zweite Weiche hier digitalisiert an der Seite, damit sie dann zum Beispiel zurückfahren könnte auf das Abstellgleis. Das machen wir mal ganz kurz. Wir fahren sie mal hier rein und schauen mal, wie sie dann zurückkommt. Also hier fährt sie rein und dann kann sie rückwärts zurückrangieren und fährt hier auf das Abstellgleis wieder drauf. Dann habe ich meine dritte Weiche hier digitalisiert, diese hier, und habe die mal ein bisschen getauscht von Adressen, damit es einfacher ist. Also Weiche 1, Weiche 2, Weiche 3. Und jetzt habe ich Weiche 4, 5 und Weiche 6 noch vor zu digitalisieren. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das System ein bisschen wechsle. Und zwar hatte ich bisher verwendet diese weichen Einbaudecoder, die ihr hier sehen könnt. Die sind super fürs Teppichbahnen. Also wenn man die Gleise wieder wegtragen muss, dann haben die den großen Vorteil, dass man die einfach unter die Schiene klippt. Ich zeige das mal ganz kurz hier nochmal bei dieser Weiche, weil das ist wirklich total praktisch. Also wenn ihr eine Spielanlage auf dem Teppich baut, auf dem Parkett, fürs Parkettbahnen, dann sieht das einfach so aus wie hier. Dann hat man hier so eine Kombination aus beiden. Man hat einmal den elektrischen Weichenantrieb hier unter der Weiche und hat einmal so einen Digitaldecoder. Den kann man einfach hier unter die Weiche hineinklippen und dann halten die da und man kann die Bahn einfach auch wieder abbauen und leicht wegräumen. Vorteil? Leicht wegräumen. Nachteil, man braucht sehr viele von diesen Digitaldecodern. Deswegen gibt es noch eine Alternative für diejenigen, die ihre Bahn dann lieber auf so eine Modulanlage oder auf so eine Unterbauanlage bauen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Da kann man nämlich dann auch nochmal weichen Mehrfachdecoder verwenden. Und den habe ich hier mal mitgebracht. Das ist dieser hier. Das ist ein M83-Decoder, den ich auch mal hier euch genauer zeigen kann. So, jetzt könnt ihr das mal erkennen. Und damit kann ich quasi 1, 2, 3, 4 Weichen gleichzeitig digital schalten. So sieht er aus, wenn man ihn auspackt. Und der wird relativ einfach angeschlossen. Wir müssen nämlich einfach nur 2 Kabel nehmen und den jetzt mit dem Gleis verbinden. Und dann können wir diese Kabel, die hier immer so aus den Weichenantrieben hängen, die können wir einfach in diese 3 Buchsen hier in dem Mehrfachdecoder einschrauben und dann ist die Arbeit eigentlich schon getan. Und ganz hinten gibt es noch so einen Dip-Schalter, wo man dann eben auch nochmal die Adresse einstellen kann, mit welcher Adresse dieser Decoder eben erreichbar sein soll. Dann wäre das zum Beispiel jetzt die Weiche 1, 2, 3, 4. Oder nachdem ja meine Weichen 1, 2, 3 schon belegt sind, könnte ich auch sagen, das ist dann die 4, 5, 6, 7. Ne? Das wäre dann zum Beispiel die Möglichkeit. Und genau das machen wir jetzt mal gemeinsam, damit ihr einmal gesehen habt, wie das funktioniert. Dann wisst ihr es auch. Außerdem brauchen wir dazu ein bisschen was anderes noch. Wir brauchen Kabel. Und zwar nehme ich rote Kabel hier an dieser Stelle, damit ich weiß, was ist mein roter Bahnstrom, damit ich das in denselben Farben mache wie meine anderen Gleise und Stromstellen, damit es nicht irgendwann aus Versehen einen Kurzschluss gibt, weil ich einfach irgendein grünes oder ein blaues Kabel genommen habe und gedacht habe, das passt schon. Außerdem nehme ich ein braunes Kabel, gleiches Prinzip, denn am Anschlussgleis, da wo Strom fließen soll, da ist das immer rot-braun. Also werde ich diese beiden Kabelfarben eben verwenden, hier an der Seite für rot und braun, damit ich später, wenn ich die Kabel dann unter das Holz durchziehe, nichts verwechsel. Und ich könnte jetzt auch noch ein gelbes Kabel verwenden, um dann zum Beispiel später für Licht die Farben Gelb und Braun zu verwenden. Licht machen wir in einer extra Episode. Ich habe es noch schon mal mitgebracht. Und ihr seht, es gibt auch noch die blaue Farbe. Die könnte man auch noch verwenden für die
Kabel der weichen Antriebe. Die sind aber jetzt eigentlich lang genug, deswegen glaube ich, kommen wir mit denen erstmal hin. So, schauen wir uns das Ganze an, was jetzt passiert. Ich muss jetzt ein bisschen Kabel ziehen, ein bisschen Strippenzieher sein für euch. Dazu brauchen wir noch mehr. Wir brauchen noch etwas ganz was Kleines. Und zwar habe ich hier noch eine Packung mitgebracht. Das sind die sogenannten Flachsteckhülsen, so heißen die. Seriennummer 74995 bei Märklin. Und damit kann man einen Draht oder ein Kabel verbinden mit einer Schiene. So klein sind diese kleinen Dinger, ne, aber die braucht ihr ganz viele zum Basteln. Da kann ich euch empfehlen, euch schon mal 2, 3 Packungen zu holen, denn die werdet ihr ganz oft brauchen, wenn ihr eure Bahn baut. Die holt ihr euch bitte auf Vorrat. So, ich lege die mal kurz hier an die Seite und dann legen wir los. Dieser Decoder, der soll jetzt angeschlossen werden ans Gleis und ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn es nicht sinnvoll ist, direkt an dieser Stelle hier vorne, weil da komme ich jetzt am besten hin und da sieht es die Kamera am besten. Also nehme ich diese Schiene hier heraus, dieses Gleis. So, und werde jetzt hier einfach mir ein Anschlussgleis für den M83 Decoder basteln, indem ich diese kleinen Flachsteckhülsen hier gleich an der Seite reinmachen werde. Die kommen jetzt gleich hier verbunden, da an die Stelle rein, auf diese kleinen Laschen, auf B und 0, allerdings vorher an ein Kabel. So, fange ich an mit der Farbe Rot. Nehme einfach mal ein rotes Kabel in die Hand. So, dann wickel ich mir das mal ein bisschen auf. Das ist noch sehr schön verklebt hier, sehr gut. Alles noch ganz neu. Na, können wir eine Schere nehmen oder einen Zwicker. So, und jetzt nehmen wir mal, da brauche ich nicht so viel, da reichen jetzt eigentlich 2 Handbreit. Mache ich jetzt einfach auch mal genau so. Dann nehme ich eine Crimpzange und trenne das hier einfach an der Seite schön ab. Klick und mache mir hier vorne auch noch einen Draht raus, so dass ich das jetzt hier schön, zeige es auch noch mal ganz genau in der Kamera, ja, jetzt kann man es einigermaßen sehen, hier vorne abkrimpen kann. So, und jetzt hängt mir hier vorne der lose Draht raus. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Und dann geht es hier auch schon weiter. So, auch hier abgekrimmt. So, das kann ich gleich mit dem zweiten Kabel auch machen. Jetzt nehme ich aber kein rotes, jetzt nehme ich ein braunes her und mache genau das gleiche. In grün hätte ich fast gesagt, nein, in braun. Und nehme auch hier das Kreppband erstmal runter, das Klebeband, dass ich das mal ganz aufwickeln kann. So, und dann geht es hier genauso weiter. Jetzt kann ich mal die Länge von dem hier nehmen, weil die müssen ja ziemlich genau gleich lang sein. So, dann sieht es schöner aus auf der Anlage. Jetzt machen wir das hier in der Länge hier weg. Ah, das ist fast gleich lang. Und machen das erstmal auf der Seite weg und dann auf der anderen Seite auch nochmal. Und hoppi galoppi sind wir schon fast fertig. Jetzt zwirbel ich das noch ein bisschen zusammen. Und jetzt kann ich entweder anfangen am Gleis oder am Decoder. Das ist ziemlich egal. Jetzt hole ich mir erstmal einen kleinen Schraubendreher. Und zwar einen Schlitz. Und schraube hier am Decoder ganz kurz diese beiden Schrauben auf. Jetzt muss ich schauen, ob ihr das sehen könnt. Ja, das kann man hier ganz gut erkennen. Also aufschrauben und auf der anderen Seite auch aufschrauben. Und jetzt passt mir bitte bei den Farben auf. Rechts ist braun und links ist rot. Also gehen wir da, wo der Daumen rechts ist, nee, andersrum, gehen wir hier bei braun mit braun rein und bei rot gehen wir mit dem roten Kabel rein und schrauben das einfach schön fest, sodass der Decoder gut Zug hat. Und das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, ich mache das ein bisschen langsamer, damit ihr das sehen könnt. Ja, nochmal ein bisschen eindrehen, dass wir da ein bisschen mehr Zug haben, mehr Spannung am Kabel. So, und schrauben das hier fest. So, jetzt bekommt unser Decoder Strom vom Gleis und bekommt auch die Digitalsignale vom Gleis. Das heißt, was unsere Mobile Station schaltet, wird auch gleich vor diesen Decoder da ankommen. So, und jetzt brauchen wir die Flachsteckhülsen. Das mache ich immer ein bisschen anders. Dann nehme ich immer so eine kleine Zange hier an der Stelle. Und mit dieser Zange halte ich erstmal die Flachsteckhülse
hier vorne fest, so in der Richtung, dass man die gut halten kann. Ich halte das mal so hin, dass man es besser erkennen kann, genau so. Und jetzt nehme ich einfach dieses Kabel und führe das hier langsam ein, na, dass ich dann hier gleich das festdrücken kann. Vielleicht gibt es auch andere Methoden, schreibt es in die Kommentare. Ich habe das jetzt immer so die letzten Male gemacht und es hat funktioniert. Ihr könnt das theoretisch auch mit dem Lötkolben noch festlöten. Schaut, hat schon nicht funktioniert. Na, das ist der schöne Vorführeffekt. Ihr liebt das, gell? Ich merke das immer in den Kommentaren, wie ihr euch freut, wenn es bei mir dann schief geht. Ne? Aber ihr müsst euch das vorstellen, ich zeige das mit die Kamera, ich sehe es gar nicht richtig, weil ich schaue auf den Bildschirm. Jetzt mache ich es nochmal so, dass ich es sehen kann. Dann habt ihr kurz Pech gehabt. So, und jetzt geht's rein. So, jetzt hält es auch. Wenn ich mir selber zusehe dabei, klappt es besser. So, das hält jetzt hier. Und jetzt können wir das verbinden mit dem Gleis hier. Ja, das kommt da jetzt schon auf die Seite, wo 0 steht. An der Seite, weil das ist das braune Kabel. So, und noch ist nichts angeschlossen. Ich mache jetzt trotzdem mal den Strom kurz von der Mobile Station aus, damit nichts passiert. Und kann das hier schon mal hinlegen. Und jetzt mache ich das gleiche mit dem roten Kabel genauso. Zwirbel das hier nochmal so ein bisschen fest. Versuche es nochmal mit meiner Methode. Fasse das hier in der Zange an. Führe das hier vorsichtig ein. Schau wieder kurz selber hin, damit es nicht beim zweiten Mal wieder kaputt geht. So, ziehe es einmal fest, drücke das hier richtig fest an und dann hält es auch. Und jetzt nehme ich das Ganze auf die rote Seite, beziehungsweise die B-Seite, wie früher bei der Schallplatte, die B-Seite. Ja? So, gut. Hier ist es jetzt drin und ihr könnt sehen, links ist es rot und rechts ist es braun. So, und jetzt kann ich den Decoder hier anschließen und indem ich einfach das Gleis hier wieder einstecke. So, ein bisschen biegen kann man das, das geht dann ganz gut rein. So eine fiese Stelle mit der Zweispurigkeit hier. Gut, das passt. So, und wenn ich jetzt den Decoder einschalte, beziehungsweise wenn ich jetzt das Gleis einschalte, ist der Decoder auch gleich eingeschaltet. Die einzige Geschichte ist, ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert, auf welche Adresse dieser Decoder erreichbar ist. Deswegen muss ich noch einmal hinten ran an diese kleinen Dip-Schalter da hinten an der Seite. Und dann kann ich hier noch eine Adresse einstellen. Und dann seht ihr, ist hier oben, was ist da alles drin? Die sind jetzt alle nach oben gerade. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier die richtige Adresse einstellen. Ich zeige euch die Anlage noch mal ganz kurz von oben, dann zählen wir durch. Weiche 1, Weiche 2, Weiche 3. Die sind schon angeschlossen. Jetzt möchte ich Weiche 4, 5 und 6 möchte ich angeschlossen haben. Also muss das hier die Adresse 5 sein, beziehungsweise schon Adresse 4 sein, Entschuldigung. Ja. Das heißt, ich möchte, dass dieser Decoder auf der Adresse 4 beginnt. Dann wird das die 5, 6 und die 7 sein. Also muss ich die Adresse 5 hier auswählen. Jetzt ist die Frage, kann der das überhaupt? Und das schauen wir einfach in der Gebrauchsanweisung nach, weil der beginnt natürlich immer gerne in 4er rein und endet auch gerne in 4er rein. Aber das schauen wir uns einfach mal an. Im schlimmsten Fall haben wir eine Adresse leer, die 4er. So, hier ist die Gebrauchsanweisung dabei. Und da stehen die Adressen drin. Und ich habe es vermutet, der kann gar nicht mit einer 4 beginnen, weil der immer 4 Adressblöcke belegt. Das heißt, ich kann sagen, 5 bis 8 nehme ich wieder her. Also die ersten 4 sind belegt durch meine 3 Weichen. Der 4. bleibt dann leer und bei der 5 geht es weiter. Und dementsprechend muss der zweite Dip-Schalter nach oben. Da steht eine 1 für On. Also der zweite Dip-Schalter muss nach oben. Ja, richtig, oder? Ja, genau. Und jetzt gehe ich wieder auf dieses Klavier, dieses kleine hier, und stelle das kurz ein. Ich mache alle nach unten, alle runter bis auf den zweiten. So, dann schaue ich mir den 10er nochmal an, was der ist, weil der 10er ist so eine Besonderheit. Der entscheidet nämlich zwischen dem Protokoll Märklin Motorola und DCC. Es gibt manche Bahnen, die werden mit einem Motorola-Protokoll gesteuert und manche mit einem DCC. Und wenn ich das jetzt off mache, dann ist es ein Märklin Motorola. Also muss der auch nach unten. Ich habe es in der Gebrauchsanweisung noch mal kurz nachgeschaut. Ich hoffe, ich habe es richtig abgelesen. Jetzt müsste der hoffentlich richtig eingestellt sein. Also der zweite ist oben. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So war das zumindest früher immer. Das heißt, ich lege den Decoder jetzt einfach mal kurz an die Seite und schaue mir das Ganze mal von oben an, weil ihr werdet gleich sehen, der wird blinken anfangen, wenn er Strom hat. Und piep, 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 da fängt er auch schon an zu blinken. Das hat schon mal gut funktioniert, also Strom hat er. Und jetzt ist die Frage, welche Adresse
habe ich dem Decoder gegeben. Und das kann ich im besten Fall herausfinden, indem ich jetzt hier einfach drauf gehe. Also hier waren meine Tasten 1 und 2, Weiche 1, Weiche 2. Dann haben wir hier die Weiche 3. Die 4er bleibt jetzt frei. Und jetzt gehen wir in die 5, 6 und, das war die 4. Und jetzt hier 5. Und ihr seht, der Decoder fängt leicht an, hier zu blinken. Könnt ihr das sehen? Ja, also hier auf der linken Seite blinkt es. Das heißt, jetzt geht er auf Rot, er blinkt kurz Rot. Jetzt geht er auf Grün, er blinkt kurz Grün. Und jetzt muss ich nur meine Weiche hier anschließen. Ich drücke mal kurz auf Stopp, nehme den Strom wieder runter und schließe meine Weiche an. So, jetzt schaut mir mal ganz kurz von oben zu mit der Deckenkamera. So, dann sieht man das. In die Mitte gehe ich mit dem gelben Kabel. Ich schraube das jetzt hier einfach in der Mitte auf. Und die eine Seite ist jetzt quasi für die runde Weiche und die andere ist für die gerade Weiche. Nachdem ich die jetzt schon vor mich hingelegt habe, kann ich es nicht mehr genau sehen, welches dieser blauen Kabel jetzt die rechts abbiegen oder links abbiegen ist. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal aus. Es gibt nur zwei Wege, wie es funktioniert. Entweder ist es richtig rum oder ist es falsch rum. Also ich nehme das hier rein und schaue mir das an. Also gerade grün wäre also die rechte Seite. Fangen wir mal grün an. Schrauben das mal auf hier und fangen mal mit grün an. Ne? Und jetzt können wir mal schauen, ob das schon klappt oder nicht. Andere Seite schließen wir auch noch gleich an. Man könnte auch jetzt nur eine anschließen. Aber ich mache jetzt gleich beide. Im besten Fall funktioniert es schon. Und wenn nicht, machen wir es einfach nochmal gemeinsam umgekehrt. So, angeschlossen. Jetzt kann ich den Strom auf der Anlage wieder einschalten und kann mit meinem 5. sagen, ich gehe von Rot auf Grün und es schaltet auf alle Fälle was. So, Grün haben wir gesagt ist gerade und ich habe es auf Anhieb sogar richtig angeschlossen. In der Deckenkamera kann man es kurz sehen. Da sieht man hier, jetzt ist es gerade und jetzt machen wir es rund. Also rot oder rund, das heißt der Zug würde jetzt hier eben abbiegen. So, das erste Ding ist digitalisiert und kann jetzt geschaltet werden. Und jetzt können wir uns einfach nach vorne tasten, hier mit der nächsten Weiche. Ich habe die schon mal vorbereitet hier. Und dann geht es mit dieser Weiche weiter. Auch hier liegen bereits zwei Kabel im Weichendecoder. Hier brauchen wir jetzt auch keinen Digitaldecoder mehr. Und jetzt können wir hergehen und nehmen das gelbe Kabel und schließen das wieder in der Mitte an. Ich mache den Strom auf der Anlage wieder aus, schont die Nerven und spart Energie. Das mit den Nerven schonen ist wichtiger in dem Fall, weil viel braucht die nicht. So, und dann geht es mit dem zweiten Kabel raus. Jetzt könnten wir uns fast mal merken, was ist. Aber wir probieren es einfach wieder aus. Wir testen das einfach. Probieren geht über Studieren, heißt es so schön. Und dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Ich zeige es euch gleich nochmal in aller Ruhe. Ich will es nur jetzt einmal schnell gemacht haben. So, ihr schaut euch das am besten von oben an. Dann könnt ihr da mehr erkennen. Weil jetzt werden es nämlich gleich ganz schön viele Kabel. Dann räumen wir wieder ein bisschen auf bis zur nächsten Episode. So, und rein damit mit dem Draht und zuschrauben. So, ihr seht, gleiches Spiel wie vorhin. Hier sind jetzt die Kabel drin. Also links und rechts der blaue Draht oder das blaue Kabel und in der Mitte das gelbe. So. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Strom wieder einschalten. Jetzt gehe ich einfach im Keyboard auf der Mobile Station eine Etage weiter. Scroll nach rechts. Jetzt habe ich hier die 5 und rechts die 6. Und jetzt kann ich hier wieder auf Rot gehen und hier auf Grün. Und diesmal war es genau falsch rum. Jetzt sehe ich nämlich hier, wenn ich auf Rot drücke, geht es geradeaus und bei Grün geht es nach links. Also müssen wir nochmal ran an die Kabel. Strom nochmal aus und tauschen es einfach. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es einmal falsch rum war, weil ich freue mich immer, wenn ich es euch falsch zeigen kann, weil dann kann ich es gleich korrigieren in der Sendung. Weil wenn ich nämlich nichts falsch mache und es klappt immer gleich bei mir, dann habt ihr bei euch am Schluss bei der Anlage, merkt ihr, wieso geht es bei mir nicht und bei dem geht's. Deswegen mache ich immer ganz gerne Fehler. Dann könnt ihr nämlich mit meinen Fehlern lernen und ich habe ein bisschen mehr Sendezeit gefüllt. Das ist der reinste Trick an der Sache. Ne? Das war der Plan, genau, ihr habt mich durchschaut. So. Also, jetzt sind sie getauscht. Jetzt probieren wir es nochmal aus. Und jetzt ist Rot rund und gerade ist Grün. Jetzt funktioniert das einigermaßen. So, was heißt einigermaßen? Es funktioniert perfekt. Gut, dann können wir das jetzt hier auch fertig machen. Und jetzt haben wir noch eine letzte Weiche,
die ist da hinten und die machen wir jetzt auch noch schnell fertig. Also jetzt haben wir es schon und dann sind wir damit auch durch. Dann lebt es von der Wiederholung. Wobei ich jetzt überlegen muss, da könnte das Kabel ein bisschen kurz sein. Das werde ich sowieso bis zur nächsten Episode nochmal schön aufräumen, weil ich glaube nämlich, dass ich den Decoder künftig einfach unter die Anlage schraube. Der hat nämlich extra hier so 2 Bohrungen an der Seite. Dann kann man da nämlich schön einfach eine Schraube nehmen und hier auch. Und dann schraubt man diesen Decoder einfach flump aufs Holz drauf und hat seine Ruhe. Dann ist der auch aufgeräumt und man hat alles da, wo es hingehört. So, schauen wir mal, ob das rüber geht. Das wird nix. Okay. Wie habe ich das gesagt mit den Fehlern? Ich mache das nur, damit ihr Spaß habt. Dann machen wir was anderes. Jetzt wird es Zeit für den Flickenteppich. Ich zeige euch das einmal. Das macht ihr wahrscheinlich sowieso, weil ihr irgendwann auch auf die Idee kommt. Aber also man würde jetzt verlängern mit Lötkolben und allem drum und dran und könnte hier den Decoder in die Mitte setzen. Aber wir machen das jetzt anders. Wir greifen jetzt zu ganz fiesen Methoden. Und zwar nehmen wir die große Muffen- und Steckerpackung hier an der Seite und verlängern einfach mit Muffen und Steckern, schnippeln uns die kurz auf und das hat einen großen Vorteil. Jetzt weiß man nämlich auch gleich, was grün und was rot ist, indem man einfach das Kabel an so eine rote und grüne Stecker und Muffe hinmacht. So, ich schnippel das hier mal auf und leere das einfach mal aus. Hier vorne vor mir, bunt macht bunt. Und jetzt brauchen wir einfach einen gelben Stecker und eine gelbe Muffe, da haben wir sie schon. Dann brauchen wir einen roten Stecker und eine rote Muffe. Dann wissen wir auch gleich, was rot ist. Und dann machen wir das noch in grün auch. Und dann haben wir uns das auf die Art und Weise schon mal verlängert. Wäre jetzt auch noch eine Idee, die wir hier einfach auf die Schnelle nutzen können. So, und jetzt gehe ich hier rein mit dem gelben Draht in den Stecker. Da brauche ich jetzt auch wieder einen Schlitzschraubenzieher, der ist gleich die richtige Größe. Und setze den hier an die Seite an. Wie gesagt, das kann man auf die Art und Weise ganz, ganz simpel verbinden. Ist halt, wenn ihr das viel transportiert, dieses Diorama oder die Anlage, und dann reißen euch die Stecker raus, ist das immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen kann man das auch dann löten und dann kann man es noch mit einem Schrumpfschlauch schön machen. Aber viele Wege führen zum Ziel und deswegen machen wir das jetzt einfach so, wie das jetzt hier der Fall ist und alles wird gut. So, jetzt schauen wir uns das an. Jetzt kommt natürlich der Fehler, wenn ich jetzt grün an rot mache, dann habe ich natürlich alles versemmelt, deswegen mache ich jetzt doch neutral. Ich nehme jetzt einfach graue Stecker, dann habe ich nicht später aus Versehen auch noch die Stecker in der falschen Farbe, da muss ich noch mehr rumändern. Deswegen mache ich es jetzt erstmal neutral in Grau und den anderen mache ich auch neutral in Grau. Dann haben wir das auch einmal richtig. So. Und dann ist hierbei verlängert. So, ab geht's in die Verlängerung. Jetzt brauchen wir in dem Fall auch unseren gelben Kabelbaum. So. Wobei Baum ist es ja noch keiner, aber vielleicht wird es ja mal einer. So. Gelbes Kabel, das nehmen wir auch ganz kurz mit der Krimpzange. Machen wir es einen Ticken hier ab. Und jetzt schauen wir mal, wie lange wir verlängern müssen. 1, 2, 3. Ja, das machen wir jetzt also auch nicht zu lange. Ich mache es dann bis zur nächsten Episode unter der Anlage schön. Habe ich ein bisschen was zu tun, bis ihr wieder zuguckt. Und dann schauen wir uns das an. So, jetzt wollte ich das auf Gelb verlängern. Dann nehmen wir die Muffe und machen die einmal auf. Und dann machen wir sie wieder schön zu, sonst hat sie nämlich Muffensausen. Hui, der war flach. Flach wie eine Flachsteckhülse. So, dann geht es hier ran. An der Seite. Das legen wir jetzt erstmal unter die beiden Prallbocke und Abstellgleise. So, und machen den Strom schon mal aus und stecken das bei Weiche 3 hier auf diesem M83 Decoder wieder in die Mitte.
So, das ist der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Dann brauchen wir neutrales Grau als 2 Muffen. Jetzt wäre ein graues Kabel toll, oder? Habe ich eins? Ich muss mal gucken hier unten in den Schubladen. Ich habe so viele Farben hier. Vielleicht habe ich sogar grau. Grau, grau, grau. Nee, braun. Ach komm, haben wir grau irgendwo? Haben wir das? Schau mal gerade so hier nach und frag mal in die Runde. Na, ich tauche hier auch gerne wieder auf. An der Seite haben wir nicht. So. Doch, irgendwo war grau. Ich hatte grau. Grau, grau, grau. Ich werde es jetzt nicht anmalen. Ich will ein graues Kabel. Nee, Tatsache. Das glaubt ja keiner. Ha! Wisst ihr was? Dann, hier habe ich noch ein schwarzes gefunden. Nämlich schwarz. 2 schwarze Kabel geht auch. Nehme ich die jetzt her und verbinde das erste. Von der Länge dürfte das reichen. Sehr gut. Dann machen wir das hier nochmal durch. Und gleich nochmal dieselbe Länge. So. Merke, graue Kabel kaufen. Und blau habe ich auch noch nicht gesehen. Bei mir will ich auch noch verwenden. Blau wäre natürlich jetzt noch besser gewesen. Dann wüsste man unter der Anlage, dass es sich hierbei um die weichen Kabel handelt. So, aber schwarz ist besser als was anderes. Okay, so, jetzt geht es in die Muffe. Mit dem Schraubenzieher. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde dieses Hobby ja unheimlich entspannt. Also es ist null Stress. Manchmal ist es ein bisschen was Elektrisches, manchmal ist es ein bisschen was mit Modellieren, mit Gips. Dann gibt es wieder zwischendrin ein bisschen Fahrspaß. Aber egal, was es ist immer entspannend und immer total ruhig. Ne? Außer ihr lasst natürlich alle Züge auf Vollgas fahren mit voller Lautstärke. Dann kann es auch mal richtig zur Sache gehen. Aber sonst ist das eine sehr schöne, ruhige Angelegenheit. So. Könnt ihr noch ein bisschen Musik bei euch im Keller hören oder im Speicher oder im Wohnzimmer, je nachdem, wo ihr bastelt. So. Könnt ihr mal in die Kommentare reinkopieren, die YouTube-Songs, was ihr da so nebenbei hört. Gut, dann nächste Muffe. Und dann sind wir auch gleich am Ziel. Gut, das steckt. Okay, und dann geht es hier weiter mit dem schwarzen Kabel. Und das führen wir jetzt auch ganz kurz unter diesen beiden Abstellgleisen da hinten durch. Dann bleibt da kein Zug dabei hängen, bis wir das schön unter die Anlage legen. Auch das ist so eine Phase, da könnt ihr gerne ein bisschen länger erstmal üben. Also erstmal ein bisschen proben, ob die Bahn gut fährt, bevor ihr alles unter der Anlage macht. Ich sag mal, das sieht nach Anfang noch ein bisschen nach Kabelsalat aus, aber da werden noch eine ganze Menge dazukommen an Kabeln. Und wenn man die dann alle schön mit so einem Kabelstrang oder Kabelbaum gut nochmal unter der Anlage verstecken kann, wird es natürlich danach wunderschön aussehen. Deswegen, das ein oder andere Kabel wird man vielleicht zweimal legen, aber dafür weiß man eben dann auch, es funktioniert und hat eben diesen Spielbetrieb auch ein bisschen erprobt. Und schade ist es, wenn ihr alles perfekt, minutiös geplant habt, alles wunderschön verstaut habt, alle Kabel sehen wunderbar zufriedenstellend unter der Anlage aus, als hättet ihr das beruflich 50 Jahre lang jetzt so gemacht und dann geht's nicht. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Aber dann fangt ihr einfach wieder von vorne an. So, gehört auch dazu. Gut, das nehmen wir noch einmal abgeknickt hier rein. So, und jetzt schauen wir uns das Ergebnis nochmal hier an. So, jetzt könnt ihr es einigermaßen erkennen. Also jetzt wird es viele Kabel. Wie gesagt, die kann man noch ein bisschen schöner machen. Vielleicht einen Schrumpfschlauch dazwischen rein noch oder irgendwas dann drumherum geben und irgendwie einen schönen Kabelkanal legen. Aber zumindest sieht das jetzt schon mal so aus. Gleiches Prinzip wieder. Ich muss wieder schauen, funktioniert es oder funktioniert es nicht, indem ich meinen Strom wieder einschalte. Und jetzt gehe ich auf die, was war es jetzt, 5, 6, 7. Und auf der 7 muss ich wieder schauen. Also die gute Nachricht ist, die Weiche klackt schon mal. Rot ist rund.
und grün ist gerade und es ist wieder genau falsch rum. Dann machen wir es noch einmal, ein letztes Mal und dann passt es aber hoffentlich. So, jetzt habe ich den Strom nicht abgemacht. Mache ich jetzt aber. Gut. Nicht, dass ihr mich schimpft in den Kommentaren. So. Wie gesagt, das war ein spannendes Erlebnis. Da ist nicht viel drauf, aber trotzdem muss es ja nicht sein. So. Gut, jetzt aber, oder? Schauen wir nach. Strom wieder einschalten. Mobile Station auf der 7 testen. Und wir testen. Grün ist gerade und rot ist rund. Und jetzt können wir alle unsere Weichen 1, 2, 3, 4, 5, 6 digital mit der Mobile Station schalten. Und einen Ausgang, den haben wir noch frei hier. Und den nehmen wir jetzt hierher für das Entkupplungsgleis. Das habe ich euch versprochen, das können wir nehmen. Da sind es allerdings nur 2 Kabel. Bedeutet, wir brauchen auch davon nur jetzt 2 Anschlüsse an diesem M83 Decoder, weil der ist quasi wie so eine halbe Weiche angeschlossen. Ne, heißt nicht, dass wir noch eine zweite halbe Weiche übrig haben. Wobei doch, wir könnten noch ein zweites Entkupplungsgleis an die andere Seite anschließen. Und jetzt gehe ich einfach hierher und nehme auch wieder das gelbe Kabel und setze es in die Mitte. So. Und jetzt ist es egal, weil da gibt es nur eine Seite. Jetzt nehme ich einfach rot die 4 und schließe die hier an, schraube das kurz auf. So, setze es da wieder ein. Ich muss euch mal von der anderen Seite zeigen. Jetzt sind sie auch wieder da drin, die Farben. Also hier sind jetzt nur 2 drin. Der rechts ist jetzt frei. Da wäre jetzt noch Platz für was Zusätzliches. Und jetzt schauen wir mal, ob es schon funktioniert oder nicht. Habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert in diesem Zusammenhang. Testen wir mal. Ich gehe auf die 8 rüber. Na, jetzt habe ich meine 8. Seite. Hier oben kann man mit den Tasten, ich ziehe es ein bisschen mehr zu euch rüber, kann man hier so durchgehen. Also das wäre jetzt meine Seite 1. Dann seht ihr hier Seite 1, Decoder 1 und, achso, Stopp, 1 und 2. Ja, also hier 1, 2, dann hier 3, dann hier 4. Achso, 4 war ja frei, genau. Dann haben wir 5, die nächste Weiche, 6, wieder eine weitere Weiche, 7, dann die Weiche da hinten. Und jetzt kommt der große Moment, ob es funktioniert. Ah, ihr seht es blinken möglicherweise hier an der Seite. Die Lampe geht an und der Zug oder der Waggon wird abgekoppelt. So, und jetzt können wir mal eine Proberunde drehen. Jetzt können wir mit der Lok mal fahren. Die muss jetzt hier rüber, das heißt, die Weiche ist richtig gestellt. Alle Weichen sind, nee, die sind nicht alle richtig gestellt. Meine Weiche 3, ja, die war richtig. So, nee, die Weiche 5 war noch nicht richtig gestellt. So, und jetzt geht es hier genau mit der Dampflok nach vorne. Wir fahren dahin. Und dann können wir mit der Dampflok ein bisschen langsamer fahren. Ganz langsam. Und kuppeln hier mal ab. Und es hat funktioniert. Die Dampflok fährt alleine weiter ohne ihre Wägelchen und kann ihre Runde drehen. Lassen wir davor fahren und rangiert zurück. Fährt aufs andere Gleis. Und holt sich die Wägelchen von der anderen Seite wieder ab. So, na, das hat noch nicht ganz funktioniert von der Kurve. Vielleicht muss ich das Entkupplungsgleis noch ein bisschen weiter hinterbauen. Aber das sind jetzt genau die Sachen, die man eben jetzt schön ausprobieren kann. Ist das die perfekte Stelle? Ist es nicht die perfekte Stelle? So, ich werde jetzt das Ganze noch ein bisschen Probe fahren hier. Ihr schaut euch das Ganze in den letzten Episoden noch an, was euch fehlt, wenn ihr Lust habt dazu. Holt euch unbedingt noch so eine Startpackung und Zubehör, denn wir basteln noch weiter. Und jetzt werde ich das Ganze ein bisschen schöner machen und dann schauen wir mal, dass wir in den nächsten Folgen mehr oder weniger noch die Landschaft weiterbauen.